1.000 Euro passives Einkommen. Das klingt nicht nach viel, oder? Aber genau diese Summe ist der Wendepunkt, der dein Leben komplett auf den Kopf stellt. Heute erkläre ich dir, warum diese erste 1.000 Euro wichtiger sind als die erste Million, was sich in deinem Kopf verändert und welche Türen sich plötzlich öffnen. Du erfährst, warum die meisten Menschen diese magische Grenze nie erreichen. Welcher psychologische Shift in dir passiert, sobald das Geld ohne deine aktive Arbeit fließt. Und wie diese 1.000 Euro der Startschuss für echte finanzielle Freiheit werden. Am Ende zeige ich dir 3 konkrete Wege, wie du noch dieses Jahr diese Grenze knacken kannst. Ich sage dir jetzt etwas. Es ist 2 oder 3 Uhr nachts, du liegst im Bett, aber du kannst nicht schlafen. Du denkst nur noch an deine Zahlungen. Miete 1.200 Euro, Autokredit 450, Versicherungen 300, Einkaufen 500. Insgesamt 2.450 Euro. Dein Gehalt beträgt 2.800 Euro. Das heißt, dir bleiben 350 Euro. Aber warte mal, diesen Monat braucht das Auto neue Reifen. 600 Euro. Das heißt, du rutschst ins Minus. Wieder wirst du das Girokonto überziehen. Kommt dir bekannt vor, oder? Jetzt stell dir vor, in derselben Stadt, im selben Büro arbeitet Markus. Sein Gehalt beträgt auch 2.800 Euro. Aber Markus schläft nachts um 3 Uhr ganz ruhig. Denn jeden Monat fließen aus einer unbekannten Quelle 1.000 Euro passives Einkommen auf sein Konto. Aus ETFs, aus seiner kleinen Mietwohnung, aus Geld, das für ihn arbeitet. Wenn Markus morgens aufwacht, holt er nicht den Taschenrechner raus. Du schon. Markus kann sich am Montagmorgen mit dem Chef streiten. Du kannst es nicht. Ist Markus schlauer als du? Nein. Arbeitet er härter? Nein. Was ist dann der Unterschied? Genau hier kommt die Psychologie ins Spiel. Pass jetzt auf, denn das sagt dir niemand. In Deutschland sind 1.000 Euro passives Einkommen kein Reichtum, kein Luxusleben, aber etwas, das deine Psyche komplett verändert. Denn 1.000 Euro repräsentieren genau das. Wenn du morgen deinen Job verlierst, wirst du nicht aus deiner Wohnung geworfen. Die Miete wird bezahlt. Der Strom wird nicht abgestellt. Du wirst nicht hungern. Du wirst überleben. Kein Luxus, aber Überlebensfähigkeit. Jetzt wirst du sagen, Mann, ich lebe doch schon sparsam und vorsichtig. Ich rechne jeden Cent durch. Ich weiß. Das ist genau das Problem. Du lebst so vorsichtig, dass dein Gehirn anfängt, Angst vor Entscheidungen zu haben. Jedes Jobangebot, jede Investitionsmöglichkeit, jeden Karriereschritt filterst du durch diese Frage. Was, wenn das riskant ist? Was, wenn ich scheitere? Was, wenn mein Geld ausgeht? Markus denkt nicht so, denn Markus hat ein Luftpolster von 1.000 Euro. Er ist mental frei. Du bist mental versklavt. Jetzt erkläre ich dir mal das hinterhältigste Spiel des deutschen Systems. Das System sagt dir, sei vorsichtig, bleib sicher, mach eine Festanstellung, bekomm jeden Monat dein regelmäßiges Gehalt. Eröffne ein Tagesgeldkonto bei der Sparkasse, tritt dem Riester-Renteplan bei, mit 65 gehst du in Rente. Das System verspricht dir Sicherheit, aber was macht es in Wirklichkeit, weißt du das? Es lähmt dich vor Angst. Denn ein Mensch, der Angst hat, kann kein Risiko eingehen. Ein Mensch, der kein Risiko eingeht, kann nicht reich werden. Ein Mensch, der nicht reich wird, bleibt im Hamsterrad des Systems. Jetzt denk mal drüber nach. Da ist Klaus, Universitätsabsolvent, Ingenieur, intelligenter Mann. Er verdient 3.000 Euro im Monat. Und da ist Stefan, Berufsschulabsolvent, ungelernter Arbeiter, verdient 2.200 Euro im Monat. Wer wird in 20 Jahren reicher sein? Die Logik sagt Klaus. Die Mathematik sagt Stefan. Denn Klaus rechnet jeden Monat in Excel, Stefan steckt jeden Monat 500 Euro in einen S&P 500 ETF. Klaus wird mit 65 in Rente gehen. Stefan wird mit 55 aufhören zu arbeiten. Was ist der Unterschied? Stefan hat 1.000 Euro passives Einkommen erreicht und seine Psychologie hat sich komplett verändert. Klaus hat sich noch nicht verändert. Wirklich, ich mache keine Witze. Das größte Problem in Deutschland ist nicht die Armut. Das Problem ist die Psychologie der sicheren Armut. Du nimmst einen Kredit auf, um einen BMW zu kaufen, weil du deinem Nachbarn imponieren musst. Aber, wenn du dasselbe Geld in einen ETF steckst, wird dein Auto in 5 Jahren Schrott sein, während sich dein Geld verdoppelt hat. Was ist klüger? Das eine ist Ego-Befriedigung, das andere finanzielle Freiheit. Wofür entscheidest du dich? Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Warum 1.000 Euro? Warum nicht 500? Warum nicht 5.000? Weil 1.000 Euro genau über der sogenannten Angstschwelle in der Psychologie liegen. Das ist ein wissenschaftliches Konzept. Es gibt Forschungen aus Harvard.
Unter 1000 Euro ist der Reptilienbereich deines Gehirns ständig aktiviert. Permanent im Gefahrenmodus. Jede Entscheidung ist eine Überlebensentscheidung. Über 1000 Euro schaltet sich dein Neokortex ein. Du beginnst strategisch zu denken. Das ist der Unterschied. Hör zu, jetzt sage ich dir die größte Lüge Deutschlands. Das System sagt dir, arbeite hart, steige auf, erhöhe dein Gehalt, sei sicher. Aber die Wahrheit ist, Gehaltserhöhungen machen dich nicht reich. Passives Einkommen macht dich reich. Denn Gehaltserhöhung ist Geld, das du verdienst, indem du deine Zeit opferst. Passives Einkommen ist Geld, das für dich arbeitet. Das eine ist Sklaverei, das andere ist Freiheit. Das deutsche Schulsystem hat dir Schiller-Gedichte beigebracht, aber keine Warren Buffett-Strategien. Warum? Weil das System will, dass du arbeitest und loyal bleibst, nicht dass du denkst. Jetzt wirst du sagen, aber Adam, ist Sicherheit nicht wichtig? Ich will kein Risiko eingehen, du hast recht. Sicherheit ist wichtig, aber welche Sicherheit? Die Sicherheit, dass dein Chef dich nicht feuert? Oder die Sicherheit, dass du 1000 Euro passives Einkommen hast und deshalb deinen Chef nicht brauchst? Das eine ist falsche Sicherheit, das andere ist echte Sicherheit. Das eine liegt nicht in deiner Kontrolle, das andere schon. Denk darüber nach. Da ist Andreas, Ingenieur bei Siemens, seit 15 Jahren in derselben Firma. Ist er sicher? Nein. Denn wenn morgen die Firma schrumpft, steht Andreas auf der Straße. Da ist Tobias, der hat monatlich 1200 Euro passives Einkommen. Ist er sicher? Ja. Denn Tobias' Einkommen kommt aus 10 verschiedenen Quellen. Wenn eine ausfällt, arbeiten immer noch 9. Wer ist wirklich sicher? Das größte Problem der deutschen Mentalität ist, wir haben gelernt, auf eine einzige Einkommensquelle zu vertrauen. Wir sagen, ein fester Job, fester Job. Aber so etwas wie einen festen Job gibt es nicht mehr. Volkswagen entlässt 10.000 Leute, die Deutsche Bank schließt Filialen, überall Automatisierung. Dein fester Job kann morgen weg sein. Aber dein passives Einkommen verschwindet nie. Denn es ist ein System, kein Job. Jetzt schauen wir uns die Mathematik an. Was bedeuten 1000 Euro passives Einkommen? Wenn es aus traditionellen Aktiendividenden kommt, mit jährlich 4% Rendite, bedeutet das etwa 300.000 Euro Investment. Große Zahl, oder? Ja, aber erreichbar. Denn du sparst das in 10 Jahren an. Wenn du 2.500 Euro im Monat sparst, hast du in 10 Jahren 300.000 Euro. Scheint unmöglich? Nein. Schwierig? Ja. Aber machbar. Oder denk an einen anderen Weg. Du kaufst eine kleine Wohnung, vermietest sie. In Leipzig, in Dresden, in günstigen Städten gibt es Wohnungen für 200.000 Euro. 100.000 Euro Kredit, 100.000 Euro dein eigenes Geld. Monatliche Miete 1200 Euro, Kreditrate 800 Euro. Bleiben dir 400 Euro. Aber warte, da sind noch Nebenkosten, Reparaturkosten. Realistisch gerechnet bleiben dir 1000 Euro. Das sind die 1000 Euro. Oder der digitale Weg. Ich gebe dir keinen Rat, aber schau mal. Du machst einen Online-Kurs. Monatlich kaufen 50 Leute, 20 Euro pro Person, 1000 Euro. Du eröffnest einen Blog, Werbeeinnahmen 1000 Euro, einen YouTube-Kanal, Sponsoreneinnahmen 1000 Euro. Alles möglich, alles erreichbar. Aber alles erfordert eines: dass dein Gehirn vom Gehaltssklaverei-Modus in den passives Einkommen-Modus wechselt. Okay? Wir haben das Problem verstanden. Jetzt schauen wir uns die Mathematik im echten Leben an. Denn Zahlen können nicht lügen. Unsere Gefühle lügen, aber Mathematik nie. Jetzt pass auf, denn hier zeige ich dir, wo die meisten Menschen es vermasseln. Du hast 1000 Euro passives Einkommen. Was ist deine erste Reaktion? Endlich kann ich entspannen. Jetzt kann ich mir etwas gönnen. Falsch. Komplett falsch. Dieser Gedanke hält dich für immer auf dem 1000-Euro-Level. Jetzt stell dir das vor. 2 Szenarien. Erstes Szenario: Du verdienst monatlich 1000 Euro passives Einkommen. Du gibst es aus. Du ziehst in eine bessere Wohnung, wechselst zu einem besseren Auto, holst dir jeden Tag einen Kaffee bei Starbucks. Du hast deine Lebensqualität auf das gewünschte Niveau gebracht. Was ist nach 10 Jahren passiert? Du verdienst immer noch 1000 Euro passives Einkommen. Dein Leben ist etwas komfortabler, aber du musst immer noch arbeiten. Zweites Szenario: Du verdienst monatlich 1000 Euro passives Einkommen. Du gibst keinen einzigen Cent davon aus. Du reinvestierst alles. Nehmen wir 8% jährliche Rendite an. Erstes Jahr 1000 Euro mal 12 Monate, 12.000 Euro zusätzliche Investition. Zweites Jahr dasselbe. Drittes Jahr dasselbe.
Am Ende des 13. Jahres ergeben diese 12.000 Euro jährlich mit 8% Zinseszins etwa 250.000 Euro. Dieses Geld bringt bei 4% Entnahmerate jährlich 10.000 Euro. Das sind 860 Euro mehr passives Einkommen pro Monat. Insgesamt 1.860 Euro passives Einkommen. Fast verdoppelt. Warte, ich wiederhole das, weil es so wichtig ist. Im ersten Szenario nach 10 Jahren 1.000 Euro passives Einkommen. Im zweiten Szenario nach 13 Jahren 1.860 Euro passives Einkommen. Was ist der Unterschied? Im ersten Szenario hast du deine Lebensqualität erhöht. Du wolltest so leben, wie du wolltest. Im zweiten Szenario hast du deine Freiheit erhöht. Was ist wertvoller? Entscheide selbst. Jetzt schauen wir uns den Schneeballeffekt an. Du hast 1.000 Euro passives Einkommen, du reinvestierst alles. Am Ende des 15. Jahres kann diese Zahl auf 2.500 Euro steigen. Im 20. Jahr 3.500, im 25. Jahr 5.000, im 30. Jahr 7.500 Euro. Du hast immer noch kein Geld von deinem Gehalt eingesetzt. Du hast nur diese ersten 1.000 Euro beschützt und sie wachsen lassen. Das ist der Schneeballeffekt. Das erste Rollen ist am schwersten, aber dann wächst es von selbst. Wirklich, ich mache keine Witze. Die meisten Menschen machen hier einen Fehler. Ich verdiene 1.000 Euro, warum sollte ich es nicht ausgeben? Fragen sie. Denn in dem Moment, in dem du es ausgibst, machst du deine Zukunft um 300.000 Euro ärmer. Jede 1.000 Euro, die du monatlich ausgibst, kostet dich 300.000 Euro zukünftigen Wohlstand. Denk darüber nach. Du gibst 50 Euro für Starbucks-Kaffee aus, du verbrennst 15.000 Euro deiner Zukunft. Macht das Sinn? Jetzt denk darüber nach. In Deutschland arbeitet ein durchschnittlicher Arbeitnehmer 40 Jahre, verdient 3.000 Euro im Monat, verdient in seinem Leben insgesamt 1.440.000 Euro. Aber was hat er in der Tasche, wenn er in Rente geht? Im Allgemeinen nichts. Weil er alles ausgegeben hat. Jetzt denk an eine andere Person, hat mit 25 angefangen, hat monatlich 1.000 Euro passives Einkommen aufgebaut, hat es 30 Jahre lang nie ausgegeben, immer investiert. Was ist mit 55 passiert? Monatlich 10.000 Euro passives Einkommen, hat aufgehört zu arbeiten. Die verbleibenden 30 Jahre hat er ein freies Leben genossen. Was ist das bessere Leben? Wenn du der Mathematik nicht glaubst, rechne selbst nach. Öffne Excel, Google, Zinseszinsrechner, gib die Zahlen ein. 1.000 Euro monatliche Investition, 8% Rendite, 30 Jahre. Sieh dir das Ergebnis an. Du wirst definitiv schockiert sein. Denn Zinseszins erscheint wie Magie, ist aber Mathematik. Einstein hat gesagt, Zinseszins ist die mächtigste Kraft im Universum. Und wir sehen, dass er vollkommen recht hatte. Okay, du hast die Mathematik gesehen, jetzt schauen wir uns das echte Leben an. Denn du wirst sagen, Adam, auf dem Papier sieht das gut aus, aber im echten Leben läuft es nicht so. Jeder hat seine eigenen Ausgaben. Du hast völlig recht. Im echten Leben ist alles schwieriger, aber keinesfalls unmöglich. Jetzt gebe ich dir konkrete Deutschland-Beispiele. Du lebst in Hamburg. Monatliche Miete 1.400 Euro. Dein Gehalt beträgt 3.200 Euro. Versicherungen, Essen, Transport und am Ende bleiben dir 1.000 Euro. Was machst du jetzt? Es gibt 2 Optionen. Erste Option, du wirst diese 1.000 Euro ausgeben. Du wirst in ein besseres Viertel ziehen, dein Auto erneuern, in den Urlaub fahren. Du wirst deinen Kaffee an jedem gewünschten Ort genießen. Okay, das erhöht deine Lebensqualität. Nach 10 Jahren bist du immer noch in Hamburg, arbeitest immer noch, bist immer noch gestresst. Zweite Option, du steckst diese 1.000 Euro in einen MSCI World ETF. Jeden Monat, regelmäßig, automatisch. Nach 10 Jahren sind es 120.000 Euro. Bei 7% Rendite bringt dieses Geld monatlich 700 Euro passives Einkommen. Du bist noch nicht frei, aber du bist auf halbem Weg. Jetzt die größte Angst, aber was, wenn die Börse crasht? Ich sage es jedes Mal, weil es so wichtig ist. Hör zu, diese Frage stellt jeder, und jeder, der diese Frage stellt, bleibt arm. Denn das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, was mache ich, wenn die Börse crasht? Die Antwort ist einfach, nichts. Du wartest. Denn in der Geschichte folgte auf jeden Börsencrash eine Erholung. Die Krise von 1929, die Krise von 2008, die Covid-Krise von 2020, alle haben sich erholt. Alle haben neue Höchststände erreicht.
Diejenigen, die in Panik verkauft haben, haben verloren. Diejenigen, die gewartet haben, haben gewonnen. In Deutschland sagen alle Betongold. Kauf ein Haus, sei sicher. Okay, ein Haus zu kaufen ist gut, aber in München kostet eine durchschnittliche Wohnung 8.000 Euro pro Quadratmeter. Eine 70 Quadratmeter Wohnung 560.000 Euro. Du zahlst 100.000 Euro Anzahlung, die restlichen 460.000 Euro sind Kredit. Monatliche Rate 2.000 Euro. Mieteinnahmen 1.500. Machst du Verlust? Nein, das Haus gehört dir, aber du hast keine Liquidität. Diese Strategie funktioniert auch, ist aber langsamer. Ich zeige dir die Optionen, du entscheidest. Lass uns Berechnungen für passives Einkommen machen. In Deutschland liegt das Durchschnittsgehalt bei 3.500 Euro. 1.000 Euro passives Einkommen bedeutet, 29% deines Gehalts zu verdienen, ohne zu arbeiten. Das heißt, du arbeitest 2 Tage die Woche nicht. Oder eine Woche Urlaub pro Monat. Oder die Freiheit, zu einem weniger stressigen Job zu wechseln. Das ist keine Kleinigkeit, das ist pure Lebensqualität. Inflationssorgen. 1.000 Euro sind heute wertvoll, aber in 20 Jahren wertlos. Richtig, aber du denkst falsch. Denn du legst die 1.000 Euro nicht unter deine Matratze, du investierst sie. Inflation 3%, deine Rendite 8%. Das heißt, deine reale Rendite ist 5%. Du schlägst also die Inflation. Der Wert deines Geldes steigt, er sinkt nicht. Mathematik gewinnt wieder. Praktische Schritte. Erstens, eröffne ein separates Investmentkonto vom Girokonto. Zweitens, richte eine automatische Überweisung ein. Am ersten Tag des Monats gehen 1.000 Euro dorthin. Drittens, baue ein kostengünstiges ETF-Portfolio auf. Viertens, mach nichts, warte. Fünftens, schau nach 10 Jahren, du bist reich. So einfach ist das. Keine Magie, reine Disziplin. Auch, wo führt das alles hin? Jetzt zeige ich es dir. 29 Jahre später. Du bist 45 Jahre alt, die letzten 10 Jahre deines Arbeitslebens. Ich zeige dir 2 Szenarien. Im ersten Szenario hast du dein Leben lang dein Gehalt ausgegeben, auch die 1.000 Euro passives Einkommen ausgegeben. Was hast du jetzt? Du musst bis 65 arbeiten. Wenn du in Rente gehst, bekommst du 1.500 Euro Rente. Dein Lebensstandard ist gesunken. Du bist gestresst. Das war's. Im zweiten Szenario hast du die 1.000 Euro passives Einkommen nie ausgegeben. Du hast immer investiert. Nach 29 Jahren hast du 8.000 Euro monatliches passives Einkommen. Dein Gehalt beträgt immer noch 3.200, aber du brauchst das Gehalt nicht mehr. Du hörst auf zu arbeiten. Du bist 54. Du bist 11 Jahre früher in Rente gegangen. Was machst du in diesen 11 Jahren? Alles, was du willst, denn du bist frei. Du hast die Mathematik gesehen. Was machst du jetzt? Es gibt 2 Wege. Entweder wirst du ein Sklave des Systems oder mathematische Freiheit. Das System sagt dir, arbeite, gib aus, verschulde dich, arbeite wieder. Die Mathematik sagt dir, arbeite, spare, investiere, werde frei. Was ist klüger? Entscheide selbst. Ich habe dir nur die Optionen gezeigt. Zeitbetonung, 29 Jahre werden sowieso vergehen. Du wirst 45 sein. Die Frage ist, musst du in diesem Alter immer noch arbeiten oder bist du frei? Die Entscheidung ist heute das Ergebnis in 29 Jahren. Aber diese Entscheidung muss heute getroffen werden. Morgen könnte zu spät sein. Denn Zeit kann man nicht zurückdrehen, aber Geld schon. Emotionaler Höhepunkt, aber seien wir realistisch. Ich kann dir keine Garantie geben. Steigt die Börse immer? Nein. Gewinnen Immobilien immer an Wert? Nein. Aber funktioniert Mathematik? Ja. Funktioniert Zinseszins? Ja. Macht diszipliniertes Investieren reich? Ja. Es hat in der Vergangenheit funktioniert, es wird in der Zukunft funktionieren. Es gibt keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Risikowarnung. Dies ist keine Anlageberatung, sondern finanzielle Bildung. Ich sage dir nicht, was du tun sollst. Ich zeige dir nur die Optionen. Mach deine eigene Recherche. Triff deine eigene Entscheidung. Denn das ist dein Leben, dein Geld, deine Zukunft. Ich zeige nur die Mathematik. Du wählst die Strategie. Ein stressiges Leben oder nach einer gewissen Zeit Freiheit? Das System ist nicht dein Feind. Unwissenheit ist dein Feind. Das System legt nur Regeln fest. Du lernst diese Regeln und nutzt sie zu deinem Vorteil. Die meisten Menschen lernen nicht, weil es nicht gelehrt wird. Ich lehre. Was machst du jetzt? Kehrst du zu deinem alten Leben zurück?
oder beginnst du die 1000 € Freiheitsreise? Mein letztes Wort. 1000 € passives Einkommen ist keine Magie. Es macht dich nicht über Nacht zum Millionär, aber es befreit dich von Angst, von den Gesprächen deines Chefs über Fristen und am wichtigsten, es befreit dich von Furcht, von Hilflosigkeit. Und diese Freiheit ist wertvoller als finanzielle Freiheit, denn ein freier Geist kann alles erreichen. Ein versklavter Geist erreicht nichts. Die Wahl liegt bei dir. Ich bin Adam. Wir sehen uns wieder.